Ja, das hier ist der Gemo USB Bicycle Charger, den man am Fahrrad zwischen Dynamo und Licht anschließen kann und damit dann seine USB-Geräte anschließen kann. Ich zeige heute, wie man ihn am Nabendynamo anschließt. Man sieht, der ist schon älter. Hier oben hat er dann einen Schalter, mit dem man zwischen USB und Licht dann umschalten kann, je nachdem, was man braucht. Hier unten hat er Anschlüsse, einmal der USB-Anschluss und dann 3 weitere Löcher für Lichtdynamo und quasi Frame, also die Masse. Man sieht bei mir hier ist das Loch für die Masse ein bisschen größer gebohrt. Das liegt einfach daran, dass ich da 2 Kabel anschließe. Das werde ich nachher auch noch zeigen. So, den ganzen kann man einfach aufschrauben. Dann sieht man, die Kabel werden hier unten angeschlossen mit einer ganz einfachen Schraubklemme. Da muss man vielleicht beachten, dass die meisten Kabel bei der Fahrradbeleuchtung, dass es sich da um Litze handelt und die sollte man dann entweder verlöten oder idealerweise mit hier so Ader-Endösen arbeiten, dass das ganz einfach alles sauber angeschlossen und verbunden ist. Ja, was man neben dem Kabel noch braucht, ist einfach ein paar Flachstecker, hier in dem Fall 6 Stück. Das werde ich aber auch noch genau zeigen, wieso oder wie das dann genau angeschlossen wird. Das sind Standard 2,8 mm Flachstecker, kriegt man in jedem Baumarkt. So sieht das Ganze jetzt fertig verkabelt aus. Hier man sieht jeweils ein Kabel aus dem Licht- und dem Dynamo-Anschluss und 2 aus hier dem Frame, also dem Masse-Anschluss. Man sieht hier, dass ein Kabel des Masse-Anschlusses mit dem Licht zusammen, am Lichtanschluss zusammen ist. Das sind quasi die Kabel, die zur Lampe gehen und dann da ganz standardmäßig mit Flachsteckern angeschlossen werden. Der zweite Anschluss hier, der zweite Masse-Anschluss, der geht jetzt hier über zum ganz normalen Standard-Dynamo-Anschluss. Hier gut zu erkennen ist auch eins zumindest dieser Standard-Masse-Symbole. Das ist im Fahrradbereich, wird normalerweise das schwarz-weiße Kabel für Masseanschlüsse benutzt. Den Masseanschluss hätte man auch anders machen können. Ich habe es hier zusammengeführt. Wichtig ist nur, dass die halt zusammengesteckt werden, halt dass sie miteinander verbunden werden. Wo das jetzt genau passiert, ist nicht so wichtig. Ich habe es hier direkt am USB-Charger realisiert. Besonderheit ist hier noch, dass ich 2 Zwischenflachstecker gesetzt habe. Das liegt einfach daran, dass ich den Charger nur auf Fahrradtür benutze und so im alltäglichen Bereich gerne wieder abbaue. Und das geht mit den Flachsteckern hier einfach sehr schnell. Da kann ich dann die Lampe wieder direkt an den Dynamo anschließen. Ja, der Profi sieht's. Die richtige Zange lag hier nicht vor heute, um Flachstecker zu bearbeiten oder anzuschließen. Ich habe es jetzt einfach gequetscht. Wichtig ist, dass es hält. Da kommt dann nachher noch Schrumpfschlauch drüber und dann ist das auch regenfest, wetterfest. So sieht das Ganze dann jetzt quasi fertig angebaut aus. Hier bei mir im Zwischenrahmen passt es genau hin und stört auch nicht weiter. Aber kann natürlich auch an einer anderen Stelle eingebaut werden. Unten sieht man die Kabel hier, die gehen hier weg, vorne zur Lampe und hier die anderen beiden gehen hier runter zum Dynamo. Insgesamt ziemliches Kabelwust hier vorne, aber gut, gehen halt noch 2 Kabel zur Rücklicht und ich habe hier auch noch 2 weitere Kabel am Rahmen für den Tachometer, einmal Geschwindigkeit und einmal Trittfrequenz. Dann hier hinten sieht man, das ist quasi der USB-Anschluss, der ist einfach mit dem Kabel hier drüber gehängt und geht zu einer Powerbank, die ich hier ja eigentlich in der Luftpumpenhalterung drin habe, da passt die genau rein bei mir. Eine Powerbank benutze ich, weil ja, der Stromfluss ja nicht unbedingt konstant ist. Je nachdem, wie schnell man fährt, schaltet er eben ab. Wenn man zu schnell fährt, schaltet er wohl auch ab. Und ja, man liest halt, dass da eventuell Geräte nicht gut mit klarkommen und die das durchaus beschädigen kann. Und da ist natürlich der Verlust von so einer Powerbank deutlich leichter zu verschmerzen. Ja, ansonsten, gut, ist halt jetzt selber machen, ne? Müsst ihr halt überlegen, ob ihr es selber machen wollt. Tragt ihr natürlich auch das eigene Risiko, ne? Und wenn ein Fachmann das macht, dann seid ihr halt quasi auf der sicheren Seite, ne? Es ist aber auch nicht so schwer, aber
klar, muss man sich halt überlegen, ne, ob man sich das zutraut. Ja, ansonsten würde ich sagen, ja, viel Spaß dabei. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ja, viel Spaß auf der nächsten Fahrradtour und beim hoffentlich Geräteladen.